Hallo ihr Lieben, kennt ihr Glühweingummis? Diese kleinen Leckerbissen schmecken nach Weihnachten pur mit Zimt, Vanille und Orange. Heute zeige ich dir, wie einfach du sie selber machen kannst. Zum selber naschen oder auch ideal als Weihnachtsgeschenk aus der Küche. Also lasst uns direkt loslegen. Für die Glühweingummis brauchst du roten Wein oder für die alkoholfreie Variante kannst du zum Beispiel Kirschsaft, Traubensaft oder alkoholfreien Wein nehmen. Dann brauchst du 2 bis 3 Esslöffel Zucker, je nach Geschmack. Zum Würzen habe ich heute Vanille, Sternanis, Zimt und Kardamom genommen, aber hier kannst du auch nach Eigengeschmack anpassen. Dann brauchen wir noch 2 Bio-Orangen und eine Bio-Zitrone. Von der Zitrone und Orange nehmen wir nur die Schale, also ganz wichtig, Bio-Qualität zu kaufen. Dann brauchen wir auch Honig und ich verwende heute als Geliermittel die Gelatine, aber du kannst auch Agar-Agar anstatt nehmen. Also alle Zutatenmengen und das ganze Rezept und die Anpassungen findest du unten in der Videobeschreibung. Ich mag mein Glühwein für die Glühweingummis selber zur Vorbereitung, weil dann kann ich selber entscheiden, welche Geschmäcker ich hinzufüge und wie süß es sein soll. Wenn du magst, kannst du natürlich auch dein Lieblingsglühwein nehmen, dann musst du diesen Teil mit aromatisieren nicht machen. Und das ist genau das Erste, was wir machen. Wir werden den Glühwein vorbereiten und lassen den etwa 30 Minuten aromatisieren. Dafür brauchst du ein kleines Topf und den Wein ins Topf geben. Hier auch wichtig, dass du guten Wein nimmst, der dir auch so schmeckt, qualitativen Wein, weil das ja der Basis für die Glühweingummis ist. Und dann geben wir den Abrieb einer Bio-Zitrone und auch den Abrieb einer Bio-Orange dazu. Hier schauen, dass du nur das Bunte von der Schale dazu gibst, also bei Orange die orangenen Teil und bei der Zitrone nur die gelbe Teil, weil dieser weiße Teil von Schale sehr bitter sein kann. Und dann gibst du auch das Zucker dazu und auch die Gewürze, also die Zimtstange, Sternanis und die Kardamomkapseln. Die Vanilleschote werde ich erst anschneiden und das Mark auskratzen, bevor ich die Vanille ins Topf gebe. Also mit einem Messer die Länge nach anschneiden und das Mark auskratzen. Und dann auch die Vanille dazu geben, also beides, Vanilleschote und auch das Vanillemark. Und jetzt werde ich den Topf aufs Herd stellen und den Herd auf mittlere Hitze stellen und das Ganze langsam erhitzen. Also wenn du merkst, dass es dampft, dann den Herd aufmachen, Deckel zu und etwa 30 Minuten ziehen lassen. So bekommt der Glühwein eine richtig schöne, kräftige Aroma. Während mein Glühwein aromatisiert wird, werde ich noch etwas vorbereiten. Also ich werde die Glühweingummis noch mit etwas Zucker bestäuben und dafür werde ich noch so einen aromatisierten Orangenzucker machen. Also wenn du magst, kannst du natürlich auch einfach Zucker nehmen oder wenn du magst etwas mehr Geschmack, dann brauchst du Zucker, also 2 bis 3 Esslöffel und nochmal eine Bio-Orange. Also hier auch verwenden wir nur die Schale und hier auch darauf achten, dass du nur diese farbige Teil von Schale verwendest. So, dann hier kannst du selber entscheiden, wie viel Orange du dazugeben möchtest. Ich habe jetzt nur die Hälfte von der Schale dazugegeben und das werde ich jetzt mit den Händen
schön mixen, dann kriegt die Zucker so eine schöne orangene Farbe und wird schön durch den Orangenabrieb aromatisiert. Und dann gebe ich diese richtig lecker duftende Orangenzucker auf ein Backblech und da lasse ich es dann trocknen. Also die Glühweingummis brauchen auch mehrere Stunden im Kühlschrank, dass die fest werden. Ich mag die über Nacht im Kühlschrank tun und dann fest werden lassen und am nächsten Tag dann mit dem Zucker dekorieren. Ein Backbogen auf dem Backblech legen und dann das Zucker schön drauf verteilen. Das Orangenzucker in so einer dünnen Schicht wie möglich auf das Backpapier verteilen und je nachdem, wie trocken es bei dir in der Wohnung ist, kannst du das Zucker einfach so trocknen lassen oder bei der niedrigsten Temperatur im Backofen trocknen lassen. Also jetzt stelle ich es einfach zur Seite und lasse trocknen. Und jetzt bleibt bei mir nur noch etwa 10 Minuten für den Glühwein. Und das ist der perfekte Zeitpunkt, um die Gelatine einzuweichen. Also die Gelatineblätter in ein tiefes Teller geben und mit kaltem Wasser bedecken. Die Gelatine lasse ich jetzt zuerst zur Seite und werde noch die Förmchen für die Glühweingummis vorbereiten. Also ich verwende heute die schönen Pralinenförmchen von der Firma Fredman. Die sind in 2 Farben. Also man hat in der Verpackung solche schöne silberfarbene Förmchen und auch goldene Förmchen. Ich finde, die beide passen einfach perfekt zur Weihnachtszeit und diese Förmchen verwende ich immer wieder gerne für hausgemachte Pralinen, für Energy Boost, für solche Proteinbällchen und auch für die Glühweingummis sind die einfach perfekt, weil man dann diese schöne Form hat. Also in der Zeit, wo ich warte, werde ich noch die Pralinenförmchen vorbereiten. Was ich damit meine, ist einfach die auseinanderzunehmen und hier auf einem Schneidebrett legen. Ich finde das dann ganz praktisch, um die Glühweingummis ins Kühlschrank zu bringen. So, die Zeit ist fast um. Jetzt lege ich auch die Pralinenförmchen erst hier zur Seite. Die brauche ich gleich, aber noch nicht. Und ich werde hier noch was vorbereiten. So ein Krug, dann ein Sieb und ich nehme gerne noch den Passiertuch von Fredman. Also so, dass ich dann auch keine Zitrusschale in dem Glühwein habe. Also den ganzen brauche ich nicht. Ich glaube, dass mir so ein Viertel reicht. Ja, ich denke, lieber die Hälfte nehmen, dann bin ich auf der sicheren Seite. Und dann, wenn der Glühwein soweit ist, gießt du das Ganze, also deine aromatisierte Glühwein, durch den Passiertuch. So bleibt die Schale dann von den Zitrusfrüchten in dem Tuch und du hast keine Stückchen in den Glühweingummis. Dann das Wasser aus den Gelatineblättern auspressen und die Blätter zum Wein geben. Jetzt können wir das auch gut vermischen. Die werden auch ganz schnell mit der Wein schmelzen oder in dem Wein schmelzen, weil der Wein noch richtig warm ist. Und dann ganz zum Schluss gebe ich noch den Honig dazu. Also ich mag den Honig an dieser Stelle dazu geben, weil ich will nicht, dass der Wein zu heiß für den Honig ist. Und dann nochmal kurz rühren, bis der Honig auch geschmolzen ist. Und dann ist der Glühwein auch schon fertig und wir brauchen wieder die Pralinenförmchen. So.
Und ich finde das super praktisch. Also du brauchst keine separate Form. Du kannst einfach diesen Glühwein, den wir zubereitet haben, in die Förmchen gießen. So am besten mit einer Teelöffel und dann das ganze vorbereitete Glühwein in die Förmchen verteilen. Und jetzt werde ich die ganz vorsichtig, also hier auch wirklich, muss man richtig vorsichtig sein. Jetzt bringe ich sie ins Kühlschrank und lasse vollständig fest werden. Also bei mir werden die über Nacht im Kühlschrank sein, aber wenn du magst, kannst du auch nach etwa 4 bis 5 Stunden schauen. Wenn die fest geworden sind, dann kannst du auch weitermachen. Aber ich würde empfehlen, am besten über Nacht fest werden lassen, dann bist du auf der sicheren Seite. So ihr Lieben, jetzt ist Tag 2 und der Zucker ist schön getrocknet. Und weil der Zucker jetzt so in solchen großen Stücken ist, werde ich es noch mit den Händen so zerkleinern, dass es wieder so ganz fein wird. Es duftet richtig lecker weihnachtlich. Ich finde, diesen Zucker kann man auch für andere Sachen verwenden. Also, für was würdest du so einen aromatischen Orangenzucker verwenden? Ich habe mir direkt gedacht, dass ich irgendwelche Weihnachtskekse backen muss und dann die Kekse mit diesem Zucker verfeinern werde. Der Orangenzuckerstaub ist jetzt fertig und ich brauche nur noch meine Glühweingummis. Da habe ich auch schon gestern geprüft, dass die fest werden und die sind schon gestern fest geworden, also die werden nicht ganz hart. Man sieht, dass die trotzdem so schön weich sind, aber ja, die sind schon fest geworden. So, und dann werde ich die Glühweingummis einfach in das Zucker tunken, so dass ich dann diesen leichten Crunch und Aroma durch diese aromatisierte Orangenzucker habe. Meine Glühweingummis sind fertig und die sehen richtig schön aus. Ich mag es wirklich, wie die in der Pralinenförmchen aussehen, und alle Friedman-Produkte, die ich in meinem Video verwendet habe, werde ich für euch in der Videobeschreibung verlinken. Die fertigen Glühweingummis in einer luftdichten Dose packen und im Kühlschrank aufbewahren. Da bleiben sie 5 bis 7 Tage frisch. Was ich jetzt gemerkt habe, ist, dass wenn man das Zucker auf die Glühweingummis gibt, dann schmelzt die Zucker. Also etwas schade, dass man diesen Crunch dann nicht bekommt. Ich will jetzt aber eine probieren, so dass ich dann euch auch direkt sagen kann, wie der schmeckt und ob dieser Zucker überhaupt dazu passt. Ihr Lieben, die Glühweingummis sind richtig lecker geworden. Definitiv ein Suchtfaktor. Also die sind nicht zu sauer, die sind nicht zu süß, einfach perfekt und schön aromatisch. Man schmeckt alle diese schönen Geschmäcker und die sind auch nicht zu fest, aber auch nicht zu weich. Also die Konsistenz, finde ich auch, ist perfekt geworden. Was ich aber anders machen würde, also was ich euch auch empfehlen würde, ist einfach diese Zucker weglassen. Es war eine schöne Idee und ich werde dieses Zucker definitiv für was anderes verwenden, aber jetzt zu den Glühweingummis passt das nicht, weil ich werde euch etwas näher zeigen. Die Zucker schmilzt, weil da ja in den Glühweingummis sehr viel Flüssigkeit ist und die Zucker zieht dann diese Flüssigkeit und dadurch schmilzt das. Also es würde richtig schön aussehen, aber leider passt das in dem Fall nicht ganz dazu. Wenn du eine Idee hast, wie man das machen könnte, dann schreib mir gerne in den Kommentaren. Ich würde sagen, die Glühweingummis sind wirklich ein Must-Have für Weihnachten, weil die schmecken so aromatisch, so nach purem Weihnachten. Und die sehen auch richtig schön aus. Also ich hoffe, dir hat diese Idee gefallen und dass du sie auch ausprobieren würdest. Wenn dir das Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.